Herzlich willkommen zu einem Update- und Infovideo für meine GameSpeed-Mod für die Stronghold Crusader Definitive Edition ab der Version 2.61. Viele von euch laden die Mod jedes Mal direkt herunter, wenn eine neue Spielversion kommt, denn ihr wollt auch in euren eigenen Runden natürlich Tempo 300 oder höher vielleicht haben. Seit dem Patch 2.6 bietet Firefly ja bereits das Spieltempo 300 an für Spiele im Zuschauermodus. Also hier oben Scharmützel, eigenes Scharmützel, dann hier bei den fortgeschrittenen Optionen den Zuschauermodus aktivieren und wir können hier eine Runde starten, einfach mal irgendwelche KIs reinwürfeln, ungefähr so. Und wir gehen mal mit ihr nach unten links. Und dann könnten wir hier drin ja mit Nummernblock Plus und Minus das Ganze durchwechseln, wie wir möchten. Jetzt habe ich aber überlegt, das Ganze ist doch eigentlich sehr ineffizient, weil von Spieltempo 10 bis 300 in 5er Schritten hochzuschalten, das braucht eine Summe von 58 Tastendrücken mit Nummernblock Plus, um hoch zu scrollen und nochmal 58 mal drücken mit Minus, um wieder von 300 runter auf 10 zu kommen. Und ich dachte mir, da kann man doch bestimmt was Besseres draus machen. Meine eigene GameSpeed-Mod, die ja im Grunde die Implementierung vom Verhalten vom Unofficial Crusader Patch nachahmt, die hat ja weniger Schritte. Denn um jetzt von Tempo 10 auf 300 zu kommen, haben wir es so gemacht, dass ab Tempo 90 alles hier in 10er Schritten nach oben steigt bis 300 und damit brauchen wir noch gerade mal 37 Tastendrücke anstatt 58. Nur jetzt ist die Sache, das ist immer noch sehr viel. Ob wir jetzt in Summe 58 mal 2, also 116 haben oder 37 mal 2, also 74 Tasten haben, das spart ja schon mal rund die Hälfte davon ein. Na gut, eher ein Drittel oder 40%, aber es ist in jedem Fall schon mal ein guter Schritt weniger. Jetzt haben wir aber ein Problem. In Sachen Usability ist das nicht unbedingt sehr nutzerfreundlich. Weil warum sollte man so oft eine Taste durchspammen, um das Spieltempo zu ändern? Da müsste man entweder eine UI-Möglichkeit haben mit einem Button hier unten oder irgendwo in der Ecke vom Bildschirm oder auch Hotkeys, um fixe Spieltempos zu erreichen. Und genau da kommt meine neue Version der GameSpeed Mod ins Spiel. Denn, was habe ich gemacht? Wir haben jetzt die Möglichkeit, tatsächlich feste Spieltempos durch Tastenkombinationen auszuwählen. Und hier zeige ich euch mal, wie das Ganze genau funktioniert. Wir sind jetzt ja aktuell auf Tempo 10. Ich gehe jetzt mal mit dem Nummernblock Plus hier hoch auf Tempo 40. So. Und wenn wir mal überlegen, was sind denn so die Dinge, die wir immer wieder machen? Wir haben ja als normales Spieltempo in Crusader... Wir werden überfallen! Wir haben als normales Tempo in Crusader immer Spieltempo 40. Das ist quasi der Multiplikator 1. Und sehr viele Städteaufbau- und Strategiespiele haben ja Möglichkeiten zum Schalten auf Viertel- oder halbes Tempo oder eben doppelt, dreifach, vierfach, fünffach Tempo. Und genau das habe ich jetzt mal nachimplementiert. Ich habe geschaut, welche Tasten sind noch frei. Wo könnten wir das hinmappen? Erste Idee war die Zahlenreihe, aber wenn wir mitspielen würden, könnten wir über die Zahlenreihe einerseits natürlich Formationen bilden, andererseits könnten wir Kartenmarkierungen setzen und so hin und her springen. Das heißt, die Zahlenreihe selbst ist eigentlich schon belegt mit der Kombination aus entweder Steuerung oder Shift oder auch Alt oder eben Kombinationen davon. Das einzige, was dort noch frei war, ist die Kombination aus Steuerung und Shift und dann Tasten auf der Zahlenreihe. Zum Beispiel Steuerung, Shift, Zahlenreihe 1. Damit wären wir hier bei Spieltempo 10. Wer sich by the way fragt, was ich mit Zahlenreihe meine, das sind die Tasten unterhalb von F1, F2, F3, F4 oder oberhalb von den QWERTY oder Querztasten, je nachdem ob englisches oder deutsches Tastatur-Layout. Und jetzt können wir über diese Kombination Steuerung, Shift und Zahlenreihe feste Gamespeeds mit einem Tastendruck erreichen. Und wie sind die gestaffelt? Auf der Zahlenreihe 1 haben wir Tempo 10. Warum?
Spieltempo 10 in Relation zu Spieltempo 40 normalem Tempo ist ein Viertel, also Faktor 0,25. Dann Steuerung Shift Zahlenreihe 2 ist Tempo 20. Das ist 20 durch 40 geteilt, da haben wir Faktor 0,5. Das sind eben zwei sehr anfängerfreundliche Stufen, wo man das Game wirklich komplett runter regulieren kann, um eine sehr sensible Steuerung zu haben. Dann auf Steuerung Shift Zahlenreihe Nummer 3 kommt Tempo 40 eben der Faktor 1. Das finde ich muss in jedem Falle gegeben sein. Dann habe ich überlegt, wie sind die Sprünge weiter? Wir haben ja jetzt im Grunde die ersten 3 Tasten für alle, die ins Game langsam reinkommen wollen und das kontrollieren wollen. So, fortgeschritten, ob jetzt Singleplayer oder Multiplayer, spielt man ja meistens mit Tempo 60, 80 oder 90. Also ist Steuerung, Shift und Zahlenreihe 4 die Tempo 60 Begrenzung. Denn 60 geteilt durch 40, das ist der Faktor 1,5. Und dann geht es weiter. Steuerung Shift Zahlenreihe 5, das ist Spieltempo 80 und hier haben wir eben den Faktor 2, also zweimal so schnell wie normal. Und jetzt kommt es. Von hier aus war die Überlegung, was macht man denn gerne beim Vorspulen? Wie weit will man gehen? Jetzt haben wir 1,5-fach und 2-faches Tempo. Ab jetzt machen wir nur noch 40er Sprünge, eben um den Multiplikator um 1 zu erhöhen. Also Steuerung Shift Zahlenreihe 6, das ist Spieltempo 120, Dreifach-Tempo. Dann auf Zahlenreihe 7 haben wir 160, das ist Vierfach-Tempo. Auf Zahlenreihe 8 haben wir 200, das wäre hier schon Fünffach-Tempo. Und auf der Zahlenreihe 9 haben wir 240, das ist Sechsfach-Tempo. Das heißt, ihr könnt jetzt mit Drücken von gerade mal Steuerung, Shift und einer Zahlenreihentaste nach Wahl hier oben, könnt ihr durchschalten und müsst nicht mehr fast 40 oder fast 60 Mal drücken, um zu bestimmten Bereichen hoch und runter zu pendeln. Das macht einfach die Benutzerfreundlichkeit vom Spieltempo deutlich besser. Und das ist jetzt ein neues Feature, was ihr in der GameSpeed Mod von mir drin habt. Ich finde, das sollte eigentlich auch ein Feature im normalen Spiel sein und ich hoffe mal, dass Firefly sich das zu Herzen nimmt und irgendwann selbst das hier wirklich implementiert. Denn das Ganze habe ich bereits als Feature Request bei Firefly im Discord gepostet mit dem Wunsch, einerseits nach GameSpeed 300 auch im normalen Spiel zu haben, dann auch die Intervalle in 5er Schritten oder eben hier in 10er Schritten zu machen. Und halt Tasten, in dem Falle fixe Keys, um zwischen den Stufen zu wechseln, dass alle was davon haben, sowohl Fortgeschrittene als auch Anfänger. Ich finde, das muss kommen und ich glaube, das wird auch für alle von euch, die mit Spieltempo gerne hin und her arbeiten und sehr schnell wechseln, eine sehr schöne Sache. Schreibt mir deswegen mal gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Feature haltet, ob es für euch persönlich etwas bringt und ob ihr noch weitere Ideen hinsichtlich GameSpeed habt. Ansonsten gerne mal auch die aktuellste Mod-Version downloaden, der Link ist in der Videobeschreibung. In der Textdatei auf dem Google Drive findet ihr auch eine Erklärung, wie ihr das Ganze installieren könnt auf Englisch und auf Deutsch und dann könnt ihr das sehr einfach selbst testen und benutzen. Insofern, ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Version der GameSpeed Mod. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch sehr gerne, wenn ihr mehr Crusader sehen möchtet und dann sehen wir uns hoffentlich schon zum nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, bye bye!